Ihr habt nun einige Bücher gefunden und auf dem Tisch liegen für eure Hausarbeit oder Abschlussarbeit und habt auch Forschungsberichte und Journalbeiträge ausfindig gemacht. Außerdem noch einige Rechtsverordnungen und Statements vom Vorstandsvorsitzenden und vom Berufsverband zum Beispiel. Alles inhaltlich spannend und wichtig, aber woher bekommt man nun die Metadaten fürs Quellenverzeichnis? Welche müssen das genau sein? Das klären wir gleich in diesem Tutorial. Ich bin Martin Gärtler von forschenlernen.jetzt und helfe euch, die nächste wissenschaftliche Arbeit bestmöglich und schnellstmöglich zu erstellen. Warum mache ich das? Weil ich in den letzten gut 20 Jahren schon sehr viele Absolventen begleiten durfte, auch Doktoranden, die von meiner strikten Vorgehensweise, meinen Tipps und FAQ zum wissenschaftlichen Arbeiten, von meinem Lehrbuch und meinen Kursen profitieren konnten. Also wenn all das offenbar gut funktioniert, dachte ich mir, dann gib es auch weiter an alle, denen es nutzen könnte. Euch. Was ich hiermit tue. Jetzt geht es hier erst einmal um die Metadaten der Quellen, mit denen ihr arbeiten und aus denen ihr zitieren wollt. Euer Bonus, ihr lernt, wie man diese Metadaten an den jeweiligen Stellen eurer Arbeiten so einbringt, dass gültige Kurzbelege und konsistente Quellenverzeichnisse entstehen. Abschließend wartet natürlich wieder eine Aufgabe auf euch. Die Metadaten eurer Quellen sind nicht die inhaltlich relevanten Daten eurer Quellen. Einfach gesagt, sie sind genau nicht die Inhalte, sondern es handelt sich um Daten wie Verfassername, Art der Publikation, Titel, wievielte Auflage, Publikationsdatum, Verlagsname, Verlagsort und so weiter. Diese Metadaten benötigen wir beim Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit von Beginn an. Das bedeutet, sobald ihr eine Quelle für zitierwürdig erachtet und euch Notizen daraus anfertigt, also Exzerpte verfasst, solltet ihr euch zugleich auch die Metadaten jener Quelle aufschreiben. Reden wir also über den Typ der Quelle, denn jeder Quellentyp hat eine spezifische Zusammenstellung der Metadaten. Was sind nun Quellentypen? Damit unterscheiden wir Bücher, Buchteile, Zeitschriftenartikel, Internetseiten und vieles mehr. Um sich das einmal zunächst prinzipiell klar zu machen. Ein Buch kann eine Monographie sein, dann wurde es von einem oder mehreren Autoren gemeinsam verfasst. Bei diesem Beispieleintrag einer Monographie findet sich im Quellenverzeichnis erstens Nachnamen und Vornamen der Verfasser. Zweitens in Klammern das Publikationsdatum in Form der Jahreszahl. Drittens der Titel der Publikation samt Untertitel. Ihr habt gerade die 5. Auflage in der Hand, daher folgt nun viertens die Angabe zur Auflage. Warum ist das wichtig? Buchinhalte können ja von Auflage zu Auflage Ergänzungen und Korrekturen erfahren, wodurch sich manches von einer Seite in der ersten Auflage auf eine andere Seite in der 3. Auflage verschoben haben könnte oder gar verändert wurde. Schlussendlich folgen 5. der Verlagsort und 6. der Verlagsname. Nun wollen wir als nächstes einen Beitrag zitieren, der in einem Sammelband erschienen ist, wie dieses Beispiel zeigt. Hier gibt es einen Herausgeber, mitunter sind es mehrere, und es gibt die Verfasser der einzelnen eigenständigen Buchbeiträge. Die Metadaten eines solchen Sammelbandes sind also ausgiebiger als die einer Monographie. Denn beim Sammelband braucht man zum Zitieren nicht nur den Titel des Buches, sondern vor allem auch die unterschiedlichen Titel der Buchteile, der Buchbeiträge. Zumindest den einen Beitrag, aus dem ihr zitieren wollt. So wäre der Eintrag im Quellenverzeichnis wiederzufinden. Erstens Nachname, Vorname der Verfasser des Beitrags in dem Sammelband. Zweitens in Klammern das Publikationsjahr. Drittens Titel und Untertitel des Beitrags. Viertens deutet nun das Wort in mit Doppelpunkt darauf hin, dass es sich hierbei um einen Sammelbandbeitrag handelt. Diese Angabe zum Sammelband beginnt wieder mit Vor- und Nachnamen der Herausgeber, diesmal nicht mit den Nachnamen beginnend. 6. nun der Buchtitel. 7. gefolgt von dem Seitenbereich des Beitrags in diesem Band in Klammern, sodass man direkt weiß, wo der Beitrag selbst im Buch wiederzufinden ist. 8. Verlagsort, 9. Verlagsname.
Zeitschriftenartikel benötigen wiederum eigene, besondere Metadaten. Wie bei Sammelbänden müsst ihr halt außer dem Autorennamen und dem Titel des Journalbeitrags auch die Zeitschrift selbst angeben, zusammen mit den zugehörigen Angaben. In dem gezeigten Beispiel sähe das so aus: erstens Nachname und Vorname der Verfasser, zweitens in Klammern das Publikationsdatum, gefolgt von drittens dem Titel des Beitrags. Viertens erscheint nun der Name der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Science, ergänzt um die Bandnummer und die Ausgabennummer, in der auf den Seiten 1146 bis 1151 der Beitrag erschienen ist. Würdet ihr Webseiten einbringen als Quelle, braucht ihr genau diese Dinge. Wie am Beispiel zu sehen. Erstens Verfasser. Zweitens das Publikationsdatum, hier mit der Angabe O.J, bedeutet ohne Jahresangabe auf der Seite. Drittens Titel des Beitrags, wie er im Seitentab des Browsers oben angezeigt wird. Viertens Titel der Website und fünftens die Angabe der genauen Webadresse in eckigen Klammern, ergänzt um euer eigenes Abrufdatum. Diese allerletzte Angabe ist wichtig, denn Webseiten können bekanntlich ständig geändert werden, sodass ihr euren Lesestand mit dieser Angabe des konkreten Tages dokumentiert habt. Da man es häufiger benötigt, hier noch eine beispielhafte Angabe eines Gesetzestextes, die zwar den Gebräuchen der Rechtswissenschaftler in der Form nicht entspricht, dafür aber im Alltagsgebrauch, zum Beispiel wirtschaftswissenschaftliche Arbeiten, einfacher wäre. Erstens Abkürzung des Gesetzbuches, zweitens Paragraph, drittens Name der Rechtsnorm, viertens Webadresse zum Abruf, wie üblich mit euren eigenen Abrufdatum in den eckigen Klammern. Uff. Wir sehen schon, die Metadaten beginnen bei dieser Ausgabeform immer mit den Nachnamen von Verfassern oder Herausgebern, gefolgt von der Jahreszahl. Danach kommen die Titel und die weiteren Details. So werden später im Quellenverzeichnis unserer Arbeit alle Einträge in alphabetischer Folge erscheinen können. Es gibt auch andere Ausgabestile, bei denen zum Beispiel die Angabe des Erscheinungsjahres nicht gleich an zweiter Stelle, sondern am Ende der Einträge im Quellenverzeichnis platziert wird. Macht euch also schon vor Beginn eurer ersten Hausarbeit kundig, welche Ausgabestile und sonstige Vorgaben an eurer Hochschule bestehen. Oft gibt es dort Leitfäden zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten, in denen diese Dinge zu finden sind. Wenn ihr jenen Vorgaben von Beginn an folgt, erspart ihr euch manche Nacharbeiten vor der Einreichung. Der Kurzbeleg wird stets am Ende eines zitierten fremden Inhalts eingebracht, und zwar in der kargen Form Nachname, Jahreszahl, Seitenzahl. Und wenn es keine Seitenzahl bei der Quelle gibt, entfällt auch die. Die vollständigen Metadaten der Quellen sind ja im Quellenverzeichnis am Ende der Arbeit zu finden. An Hochschulen ist es zumindest im Lehrbetrieb leider immer noch möglich, statt der international üblichen In-Text-Kurzbelege Fußnoten mit den Kurzbelegen zu verlangen. Manche Prüfer möchten gern auf jeder Seite mit einem Blick nach unten sehen können, wie viele Zitate auf der Seite enthalten sind, weil solche Kurzbelege sich nicht im Text verstecken, den man dann ja auch erst noch lesen müsste, sondern eben separat als Fußnoten erscheinen. Das ist längst nicht mehr Standard der Wissenschaft und der Technik. Warum nicht? Weil aus solchen Manuskripten keine flowable, keine fließenden, seitenlosen elektronischen Versionen generiert werden könnten. Wie weit müsste man auf dem Bildschirm nach unten scrollen, um eine Fußnote einsehen zu können? Also diese Gepflogenheiten an unseren Hochschulen, auf Kurzbelegen in Fußnoten zu bestehen, sind ein Bärendienst an ihren Studierenden. Wenn einer von euch später seine Abschlussarbeit als echtes E-Book, flowable lesbar, also nicht als PDF-Datei, veröffentlichen wollte, müsste er erst einmal seinen kompletten Text durcharbeiten und alle Fußnoten-Kurzbelege zu In-Text-Kurzbelegen umbauen. Um solche Umstände zu vermeiden, gibt es längst einen tollen Ausweg. Macht diese ganze Geschichte mit den Metadaten und den Ausgabestilen und dem Quellenverzeichnis nicht mehr händisch, sondern digital, automatisch. Und ihr seid all diese Sorgen los. Wollt ihr auch digital und automatisch eure Quellen sammeln und verwalten? Mit dem auftragsgemäß passenden Ausgabestil in das Textverarbeitungsprogramm einbringen?
die Metadaten der gesammelten Quellen bearbeiten können, ergänzen und korrigieren, eure eigenen Metadaten-Datenbank strukturieren können, zum Beispiel in Ordner, für die jeweiligen Projekte, an denen ihr arbeitet. Und apropos Projekte, mit anderen, wie oft bei Projektarbeiten üblich, die Metadaten gemeinsam nutzbar haben. Und das alles für lau? Für umsonst? Kein Problem. Ich gehe jetzt mal aus dem Bild und wir schauen nun zusammen auf die eben schon verwendeten Beispielquellen. Wir sehen hier den Ausgabestil für Fußnoten, wie er an vielen Hochschulen noch verwendet wird. Das Blatt habe ich im Querformat und zweispaltig angelegt, damit wir alles im Videobild gut sichtbar haben. 5 Quellenarten samt Quellenverzeichnis auf einer Textseite zusammen. Es sind die gleichen Quellen, an denen wir eben schon gelernt haben, welche Bestandteile ihrer Metadaten für Kurzbelege und fürs Quellenverzeichnis benötigt werden. Unser digitaler Assistent muss also mindestens all diese Bestandteile in seiner Metadatensammlung für uns bereithalten können. Und wir sehen auch an dieser Seite schon mal die Bestandteile der sogenannten Kurzbelege. Verfasser- oder Herausgebername, Jahreszahl, Seitenzahl. Und wenn es keine Seitenzahl gibt, fällt dieser dritte Punkt eben aus, bei Webseiten zum Beispiel. Und wenn es keine Jahresangabe gibt, wie eben auch bei der Website und dem Link zum Gesetzestext, dann erscheint da jeweils automatisch in Klammern O.J. Was bedeutet ohne Jahresangabe. Wenn wir gleich umstellen vom Fußnotenausgabestil auf den APA-Ausgabestil, und das geht wirklich mit nur 2 Mausklicks, dann stehen an der Stelle der kleinen Zahlen am Ende der Absätze im Text die Kurzbelege, die hier noch unten in den Fußnoten herumlungern. Ich zeige euch diese veraltete Variante mit den Fußnoten mit einem warnenden Praxishinweis. Die kleinen Zahlen, die zu den Fußnoten verweisen oben im Text, dürfen nicht, wie hier dargestellt, mit einem Leertastenschritt vom zugehörigen Text entfernt eingesetzt werden. Sie gehören direkt dahinter. Ich habe das nur zur heutigen Vorführung so gemacht. Denn wenn ich gleich mit 2 Klicks auf den APA-Ausgabestil umschalte, sollen die Klammern der In-Text-Referenzierung natürlich genau nicht am vorangehenden Text kleben. Das seht ihr jetzt direkt selbst. Klick, klick. Umgestellt auf APA. Das ist ein international weit verbreiteter Ausgabestil. Was fällt euch auf? Ja, die In-Text-Kurzbelege haben die gleiche Struktur wie zuvor die Kurzbelege unten in den Fußnoten. Auch haben die Seitenzahlen in den Kurzbelegen ihre vorangestellten S-Punkt-Angaben. Dafür fallen hier die Quellenverzeichniseinträge etwas knapper aus. Die Namen der Verlage sind geblieben, aber die Ortsangaben der Verlage sind entfallen. In unserem Quellenverzeichnis ist zu sehen, Springer Verlag und Westdeutscher Verlag erscheinen ohne Ortsangaben. Das ist nicht handlich, denn große namhafte Verlage haben oft Niederlassungen an verschiedenen Orten und bündeln ihre Fachgebiete an unterschiedlichen Orten. Und an der örtlichen Zuordnung des Verlagsnamens lässt sich für Wissenschaftler bereits erkennen, zu welchen Fachgebieten die jeweilige Publikation gehören könnte. Natürlich hat unser digitaler Assistent stets die Ortsangaben der Verlage in seiner Datenbank. Allein, was ausgegeben wird und was dann eben auch erscheint, entscheidet eben nicht die Software unseres Referenzmanagers, sondern die Ausgabevorgaben in den Richtlinien für wissenschaftliche Arbeiten von APA, der amerikanischen psychologischen Gesellschaft. Diese sind im europäischen Raum umstritten, da bei APA die Angabe von Seitenzahlen nicht von vornherein als erforderlich gilt. Eine Mentalitätsfrage offenbar. In Europa nimmt man es etwas genauer wegen der notwendigen Überprüfbarkeit. Ich hatte mal vor einigen Jahren eine Doktorandin, die wegen der APA-Vorgaben nirgends die Seitenzahlen zu ihren Quellen in den Kurzbelegen einbrachte. Wie sollen wir da jemals die Zitate überprüfen können? Sie hatte sich die Seitenzahlen ihrer Quellenvorkommen nicht notiert. So musste sie 200 Seiten nacharbeiten. Da ging kein Weg dran vorbei. Wieder 2 Klicks und schon haben wir umgestellt auf den Harvard-Ausgabestil, der international mindestens so verbreitet ist wie der von APA. Wir sehen mit geübtem Blick, dass hier nicht nur die Ortsangaben zu den Verlagen wieder vorhanden sind. Vor allem verändert sich die Darstellungsweise der Kurzbelege an einer Stelle, an den Seitenzahlen. Sie werden mit einem einfachen Doppelpunkt angekündigt. Harvard bietet aus meiner Sicht den vollständigsten und
unklarsten Ausgabestil. Noch einmal 2 Klicks, schon schauen wir auf eine letzte Ausgabestilvariante, die von Ingenieuren verwendet wird, vom IEEE, einem weltweiten Berufsverband von Ingenieuren, Technikern und Naturwissenschaftlern. Hier geht es nicht um alphabetische Quellenverzeichnisse, sondern um numerische. Jede neue Quelle in der Arbeit erhält eine laufende Nummer. Und das Publikationsjahr wird irgendwo am Ende der Einträge im Quellenverzeichnis ausgegeben, in den Kurzbelegen schon gar nicht. Was ist der Vorteil dieser Variante? Ich kann ehrlich gesagt keinen erkennen. Eine Abschlussarbeit hat womöglich 200 Einträge im Quellenverzeichnis. Aber da diese nicht alphabetisch sortiert sind, müsste man Seite um Seite des Quellenverzeichnisses durchsuchen, um einen Autor wiederzufinden, den man womöglich in dieser Arbeit mit dieser Untersuchungsrichtung erwarten würde. Auch ist es unpraktisch, dass die Angaben zum Publikationsjahr im Verzeichnis irgendwo am Ende erst auftauchen. Die Kurzbelege kennen weder Autorennamen noch Jahresangaben. Wie aktuell die Quelle einer Textstelle ist, kann man also erst ausfindig machen, wenn man die Eintragsnummer hinten im Quellenverzeichnis gefunden hat. Ihr seht, alles ist geregelt, aber nicht alles optimal, wie immer im Leben. Ihr kommt nun mal nicht daran vorbei, euch auf die Vorgaben einzulassen, die eure Hochschule euch gibt. Daher macht euch frühzeitig kundig, wie es damit steht. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, welche Software hier das sorgfältige Verwalten der Metadaten gemeistert hat und vor allem das schnelle Umstellen ermöglicht. Okay, sie ist kostenlos, für Linux, Mac und Windows verfügbar, spielt mit Textverarbeitungsprogrammen und den gängigen Browsern zusammen. Zotero. Ihr habt jetzt nur einen Teil dessen gesehen, was Zotero kann. Wie man mit Zotero arbeitet, damit das auch alles klappt. Wie Zotero sich aus eurem Browser die Metadaten eurer Quellen zieht. Welche Metadaten dabei womöglich unvollständig sind und wie ihr sie ergänzen könnt. All das zeige ich euch in einer nächsten Folge unserer Tutorials von ForschenLernen.jetzt. Wer nicht darauf warten will, sondern schnellstmöglich loslegen möchte, der kann sich auch gern mit meinem Selbstlernkurs online weiterbilden, Quellenverwaltung mit Zotero. Es ist jetzt besonders wichtig, dass ihr eure Notizen zu diesem Tutorial noch einmal in Ruhe durchschaut, denn ihr habt hier eine Menge wichtiger Infos bekommen, die ihr brauchen werdet bei eurer nächsten wissenschaftlichen Arbeit, selbst wenn ihr noch nicht mit Zotero arbeitet. Habt ihr euch alle Stichworte notiert und kennt ihr dessen Bedeutung? Wenn nicht, investiert die Zeit und wiederholt dieses Video, notiert euch dabei gemäß dem Konzept der Cornell Notes Stichworte, macht euch Notizen und schreibt am Ende eure ganz eigene Zusammenfassung. Wie war das nochmal mit den Cornell Notes? Siehe den Hinweis in der Beschreibung unter diesem Video. Auch am nächsten Sonntag gibt es bei YouTube wieder ein neues Tutorial. Abonniert am besten den Kanal Forschen lernen bei YouTube und danke für ein Like, wenn euch dieses Tutorial weiterhelfen konnte. Aktiviert auch die Benachrichtigungen, dann erfahrt ihr sogleich, wenn es hier weitergeht. Macht's gut, bis zum nächsten Sonntag.